Hi, unter einem meiner Videos hat jemand geschrieben und gebeten, ein Video über Punzierhämmer zu machen. Da will ich natürlich liefern und dieses Video geht jetzt nicht nur über Punzierhämmer, sondern auch über Schonhämmer, Sattlerhämmer und Rundkopfhämmer. Aber als erstes zum Punzierhammer. Das hier ist einer von Barry King, 16 Unzen schwer, das entspricht ungefähr 450 Gramm. Das ist das Gewicht, was ich auch empfehlen würde, 450, 500 Gramm, je nach Hersteller. Die Werkzeuge von Barry King sind sehr gut verarbeitet, haben einen Ledergriff, der gut in der Hand liegt. Da man ja beim Benutzen von jedem Punziertool einen Punzierhammer in der Hand hat, sollte man darauf achten, dass einem dieser auch liegt, was Größe und Gewicht anbelangt. Bei der Anwendung ist darauf zu achten, dass der Hammer immer parallel zur Arbeitsfläche bzw. im rechten Winkel zum Punzierstempel geschlagen wird. Es gibt diese Werkzeuge nicht nur mit diesem parallel geformten Kopf, sondern auch mit einem konisch zulaufenden Kopf. Da kann ich nur sagen, probiert beide aus und schaut, welches euch besser liegt. Das hier sind Punzierhämmer von Amazon oder eBay, ganz günstige Teile für 20, 25 Euro. Damit habe ich natürlich angefangen, wie fast jeder. Aber die Verarbeitung ist natürlich eine andere. Diese Schrauben am Ende des Hammers lösen sich ganz leicht. Und es ist ziemlich nervig, wenn man nach jedem 20. Schlag mit dem Hammer die Schraube nachziehen muss. Klar kann man die sicherlich auch mit einem Kleber fixieren, aber ich glaube, neben dem Swivel Knife und dem Beveler ist das Tool, was man am häufigsten benutzt, und da sollte man vielleicht nicht unbedingt sparen. Was ich fürs Punzieren nicht nehmen würde, wäre so ein Polyhammer oder auch dieser Rohhauthammer. Diese beiden Werkzeuge sind sehr, sehr leicht. Man müsste also entsprechend heftiger zuschlagen beim Punzieren, um die Tiefe zu erreichen, die man erreichen möchte. Man macht sich also viel mehr Arbeit und riskiert, dass das Ergebnis nicht so gut aussieht. Es gibt aber auch Leute, die damit arbeiten. Ich gebe nur meine Erfahrung wieder. So einen schweren Rohhauthammer würde ich aber bei diesen Motivstempeln nehmen, damit man möglichst mit ein oder auch zwei Schlägen das Motiv aufs Leder übertragen kann. Je weniger Schläge man braucht, desto geringer ist die Gefahr, dass man verrutscht mit dem Stempel. Als nächstes der Schonhammer oder Nylonhammer, gibt es bei Amazon oder auch im Baumarkt. Den brauchen wir zum Beispiel für so eine Lochstanze. Nehmt keinen normalen Hammer wie hier für so ein Werkzeug, dann pilzt er oben auf. Wie ihr hier sehen könnt, dazu sind die Werkzeuge zu teuer und das kann auch irgendwann gefährlich werden, wenn da mal ein Stück abbricht. Den Sattlerhammer, den ihr hier seht, benutze ich hauptsächlich, um eine Handnaht zum Beispiel nachher noch etwas zu glätten. Ich nutze ihn auch, wenn ich zwei Lederstücke zusammengeklebt habe, um die Klebelfläche etwas zu fixieren. Diesen Rundkopfhammer benutze ich fast ausschließlich, wenn ich Kupfernieten bzw. Sattlernieten setze. Hier mal kurz der Ablauf in Bildern. Zwei Lederstücke, zwei passende Löcher, passend zur Sattlerniete. Einmal die Sattlerniete durchstecken, die Scheibe aufsetzen. Da diese Sattlerniete sich etwas verjüngt zur Spitze hin, passt diese Scheibe nur auf die ersten 2-3 mm. Mit einem passenden Setter wird die Scheibe dann runtergedrückt. Mit einer guten Zange dann den überstehenden Teil der Niete abknipsen und dann kommt der Rundkopfhammer zum Einsatz. Kupfer ist ja ein recht weiches Material
und so kann ich fast schon kleine Muster einschlagen. Das waren jetzt zusammengefasst nur ein paar ganz kurze Beispiele für die Einsatzmöglichkeiten dieser Hämmer. Ihr seht die Anwendung immer wieder in meinen Videos. Das sind die 4 Werkzeuge, die ich kaufen würde im Bereich Hammer, wenn ich sowohl punziere als auch ganz normale Lederarbeiten fertige. Fragen dazu wie immer bitte unten in die Kommentare schreiben. Ich gebe mein Bestes, sie zu beantworten.